und als Aufgabenstellung dort angegeben wird, eben von der Gemengeaufbereitung über die Schmelze bis zur Kontrolle der Glasqualität, dann finde ich, ist solche Aufgabenstellung eigentlich ein bisschen zu unkonkret und das hat mir eigentlich nicht gereicht. Ja, die Einsatzcharakteristiken haben eine sehr große Bedeutung für die Motivierung der Studenten und für die Tatsache, ob sie sich für eine Stelle interessieren oder nicht. Sie sollten konkret sein. Es gibt leider noch zu viele negative Beispiele, die entweder eine Überforderung darstellen, wie zum Beispiel, wenn ein Absolvent als Bereichsleiter maschinelles Wirtschaftsglas im Kombinat Lausitzer Glas werden soll. Das ist sicher nicht eine Tätigkeit, die er in den ersten 3 Jahren nach Hochschulabschluss erfüllen kann. Zum anderen werden auch zu viele Forderungen gestellt, die ein Einzelner nicht erfüllen kann. Oberflächliche Charakteristiken provozieren Vorbehalte, beeinflussen Entscheidungen. Die Charakteristiken sollten etwas aussagen über den Betrieb und über die möglichen Perspektiven der Absolventen. Aber es gibt noch weitere Vorbehalte. Vorbehalte habe ich dadurch mitbekommen, im Gespräch mit jungen Absolventen, die schon in Betrieben arbeiten, dass sie in den Betrieben anfangen, dann nicht in ihren Aufgabengebieten eingesetzt werden, zu Nebenarbeiten herangezogen werden und dadurch unter ihren Normen bleiben. Dadurch entstand bei den Absolventen die Meinung, dass sie in den Betrieben zwar gebraucht werden, aber die Aufgabengebiete, die sie bearbeiten, nicht ihrem eigentlichen Ausbildungsstand entsprechen. Es wäre also erforderlich, den Studenten einen Hinweis zu geben, wie die erste Aufgabe lauten wird und welche Entwicklungen für den einzelnen Absolventen möglich sind. So müsste es sein. Hier im Kombinat Technisches Glas Ilmenau sah aber die Realität bisher etwas anders aus. Dazu der Absolvent Joachim Kolbe. Welche Erfahrungen mussten Sie machen? Als ich hier anfing, wurde ich mit einer Aufgabe betreut, von der ich eigentlich keine Ahnung hatte. Das heißt, ich wurde in dieser Richtung nicht ausgebildet, hatte dementsprechend anfänglich sehr viele Schwierigkeiten. Ich wurde auch zu dieser Aufgabe von keinem der Leiter irgendwie betreut und beraten. Mit der Zeit konnte man sich einarbeiten und in der Zwischenzeit hat man sich doch so weit akklimatisiert, dass man sagen kann, dass man das jetzt eben doch packt und sich auf die Sache eingestellt hat. Kein Einzelbeispiel. Die Vorbehalte der Studenten waren also berechtigt. Ungünstige Startbedingungen, Zeitverlust für den Absolventen und für den Betrieb. Im Kombinat ging man den Dingen auf den Grund und suchte die Ursachen, um sie zu verändern. In der Vergangenheit war es oft so, dass Absolventen in ihrer Entwicklung dem Selbstlauf überlassen wurde. Viele Leiter hatten die Ansicht, na mal sehen, was sie erst bringen, bevor wir weitere Maßnahmen für ihre Entwicklung festlegen. Diese Fehler wurden tiefgründig in unserer Leitung ausgewertet und durch den Generaldirektor Maßnahmen festgelegt, um Absolventen von Beginn ihres ersten Tages an ihrer Tätigkeit hier in unser Betriebsgeschehen besser einzubinden und konkrete Maßnahmen für ihre Entwicklung festzulegen. Man erkannte, dass Kaderentscheidungen für Jahrzehnte Gültigkeit haben und die Leiter nicht die ganze Arbeit an die Kaderabteilungen delegieren können. Die Vorbereitung der Arbeitsaufnahme der Absolventen, die Gewinnung von Mentoren während der Absolventenzeit sowie die Gewährleistung ihres effektivsten Einsatzes gehören zu Leitungsentscheidungen. Kaderarbeit ist Leitungsarbeit. Und so war eine Entscheidung die Gründung eines Absolventenrates. Zu ihm gehören Mitglieder der Kombinatsleitung und der Absolventen der ersten 3 Einsatzjahre im Kombinat Technisches Glas. Wie sehen die Mitglieder des Rates ihre Arbeit? Es ist durch den Absolventenrat möglich, dass die Absolventen vorbereitet werden auf ihren Einsatz im Betrieb, dass ihnen Hilfe und Unterstützung gewährt wird bei ihren ersten Einsätzen. Sie lernen sich selbst untereinander kennen. Wir kennen auch die Absolventen. Es ist nicht mehr so wie bisher, dass die Absolventen nach der Unterschreibung ihres Absolventenvertrages in die Bereiche gehen und dort für die anderen Absolventen verloren sind.
Als Auftragsleiter des Generaldirektors für die Jugendkaderarbeit bin ich Mitglied in diesem Rat für Absolventen. Und dieser Rat für die Absolventen hat die Aufgabe, den effektivsten Einsatz unserer Absolventen festzulegen, zusammen mit den Leitern. Und wir steuern die Absolventen hauptsächlich in die Jugendforscherkollektive, weil wir der Meinung sind, dass sie dort am meisten lernen können, um später als Leiter in unseren Betrieben des Kombinates, besonders im Stammbetrieb, wirksam werden zu können. Außerdem beraten die Mitglieder über die kontinuierliche fachliche Weiterbildung der Absolventen und reichen dementsprechende Empfehlungen an die Kombinatsleitung weiter. Hier im Stammbetrieb ist der Arbeitsplan des Rates zugleich ein Dokument, das einer strengen Kontrolle unterliegt. Es geht darum, dass Bildungsinvestitionen wirksam werden, ohne Zeitverlust, zum Nutzen der Gesellschaft und des Einzelnen. Das wäre eine Garantie dafür, dass jeder Absolvent dort seine Arbeit aufnimmt, wo er dringend gebraucht wird. Solch ein Absolventenrat kann gewissermaßen nur ein Rat sein bei der Lösung des Problems. Gut fahren jene Betriebe, die ihre Studenten über die gesamte Studienzeit intensiv betreuen, und dazu gehört bekanntlich mehr als Geld für Bücher und anderes Studentenfutter. So viel für heute, meine Damen und Herren. Doch eins möchte ich noch nachtragen und eins gewissermaßen vorgeben. Der Nachtrag ist ein herzliches Dankeschön für Ihren Brief, Herr Grüner, in Sachen Gips und für Ihre Zeilen, liebes Elternaktiv in Mücheln. Es tut gut, dass Sie nicht locker gelassen haben. Die Vorgabe ist eine Vorschau auf die nächste Sendung. Bevor der kleine Film anfängt, sage ich Ihnen noch auf Wiedersehen. Doch über alles preis ich den gekörnten Schnee, die erst und letzte Würze jeden Wohlgeschmacks, das reine Salz, dem jede Tafel huldigt. Natürlich Goethe. Er hat sogar beim Salz seinen Senf dazugegeben. Übrigens sollen die einzigen, die Salz nicht mögen, Ameisen sein. Wir mögen Salz. Viel Salz. 70% unseres täglichen Salzverbrauches können wir nicht beeinflussen. Die sind drin. Sie bescheren uns die Gemeinschaftsküchen, Gaststätten und Lebensmittelbetriebe. Wie speziell in Werkküchen mit dem Salz umgegangen wird, untersucht Prisma in der nächsten Sendung. Am 25. Juni um 20:45 Uhr.